So, herzlich willkommen an diesem schönen, warmen Dienstagabend zu meinem Genshin Impact Let's Play Nummer 30. Ich hoffe, die Zählung haut wirklich hin. Getränk ist am Start. Wir machen weiter mit dem Archonten-Auftrag. König Deshret und die drei Heiligen. Wir sind in Kapitel 3, 4. Akt. Wir begeben uns demnach jetzt zu Cyno. Ihr seht es oben links. Folge Cyno. Machen wir mal und versuchen mal mit ihm zusammen herauszufinden, was es noch so über die Beschützer des Dorfes, diese verrückten Wissenschaftler, herauszufinden gibt. Mal sehen, ob ich einen gescheiten Weg darüber finde. Ich hoffe, die PlayStation ist nicht zu laut. Durch die Wärme geht sie ein bisschen ab. Cyno, rufe dir deinen bisherigen Weg ins Gedächtnis. Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Keine Debatte, Paimon. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there, looks like it's buried really deep. These are likely fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. Könnte ein tolles Artefakt werden. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way, because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Is this what we're searching for? It looks kind of scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. Erinnert mich ein bisschen an den Helm von Rick and Morty in Mortys Mindblowers, wo die diese Dinger einfach reingesteckt haben und Morty sich dann an Sachen erinnern konnte. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry. Bisschen Grandpa's dunkel, gonna be kleinen Moment. fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. Ups. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Das glaube ich auch. Let's keep going. They can't have gone far. But running on sand is so tiring. Du fliegst. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is. Warum?
Voices, over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you? Dia! Oh, dude, warum? Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Krasser Sturm. Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself, I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrecting King Deshret. Face the facts, Oh, Raman. sorry. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevada have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Kloppen? Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? El Haytham? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you?
Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the academia. You are the scribe. What do you have against the academia? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers approve of the academia's way of doing things? You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Dieser Wall hat verhindert, dass quasi die Wüste sich dann ausbreitet in Richtung Ormos oder so. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. Ist das nur eine Art Rüstung, die sie da trägt, oder ist es ein künstlicher Arm? But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Der! Jetzt klappen wir uns, oder? Das lässt der Traveler doch nicht zu. Stop! Whoa. What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow.
Fast ein Kind traumatisiert, aber sonst ist alles cool. Phew. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I'd just have to hold my claymore with my left arm. Bitte geh nie wieder so ein Risiko ein. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Das ist nur sein Objektivismus. Achte nicht drauf. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. Ihr kehrt alle ins Ruhdorf zurück und ruht euch. Wir stehen die Chancen, wird alles glatt gehen. Mayen. Bist schon durch oder chillst du schon? Sechs bis 8 Uhr. Mir die Zeit vorstellen. Trefft euch am Eingang des Dorfes. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. Aber bedenke, es ist ein bisschen mehr Story, deswegen wird man mich nicht so häufig hören. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Ja, bitte, bitte. Jo, und danke dafür. Ja, die sollten dieses Kind aber echt mal im Dorf lassen. Was ist los mit dem? Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. Habe ich den Bereich schon frei? Ah. Na gut, Hälfte der Strecke kann ich teleportieren, das ist schon mal was.
Jetzt sammle ich hier vorne noch den Aussichtspunkt mit ein. Das lohnt sich ja. Spring forth! Swift and merciful! From whence you came! Scatter! Boba, get them! Race you! Oh, wohin? Ach, das Ding ist unsichtbar. I'll protect us. Oh, A touch of frost! that really hurt! Soll ich doch mal Elektro mitnehmen, wa? Swift and merciful! Let the show begin. Oh, das ist so eine besondere Kiste. Is Nice. this an answer from this world? Trübes. Achso, Bauplan. Okay. Oh, Scatter! Nice and spicy. A touch of frost! muss ich an der Pyramide vorbei, ja. Race you! Keine Ahnung, ob das der beste Weg ist, aber nehme ich auf dem Weg dahin noch die Gegner mit. Das ist ein bisschen Loot. Loot tut immer gut. So, den kann man einsammeln. Ach, ja. Out of the frying pan, into the fire! Brennen Feuer. Mal sehen, was hier los ist. Irgendwelche Vor... Oh, hä? Okay.
Okay, der vereinbarte Ort scheint da unten zu sein. Kann ich hier rein? Ja. Nee, ich muss ja auch gar nicht hin. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Du brauchst es nicht zu sagen. Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Einen Gelehrten, das ist nicht viel. Grandpa! Why is there only one of them? Rahman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! Oh, jetzt geht die ja ab. Wait, mate! What do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward. Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake! Hey, Lulu. Was geht ab? Dicker Fight in der Pyramide oder was jetzt? Paimon's dizzy. Hm? Seid ihr alle wohl auf? Wie soll ich dich denn spoilern? Du bist weiter als ich. This day's going just great. Oder hast du so viele Weltaufträge gespielt, dass du die Story ganz vergessen hast? What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. So ist es bestimmt. Jetzt glaubst du meinen Worten. The Dendro Archon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no, he's getting confused again. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? Das sieht echt cool It aus. seems that when the sand dune Geiles collapsed, Design. it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to King Deshret's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise King Deshret! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us.
Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted Lord has shown us the way to his sacred palace. Natürlich. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. Ich bin auch neugierig. Ihr könnt alle hier bleiben, ist mir egal. Ich gehe rein. Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being, or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right now, I'm going inside. Ja, habe ich Bock drauf. Ach, so ein Ding ist das. Hab mich jetzt eigentlich auf Rätsel gefreut. Ich soll Blitz mitnehmen. Ja, toll. Warte, was war das? Feuer, Blitz, Eis. Gonna be epic. Sein Damage ist zwar nicht so hoch, aber wir brauchen ja scheinbar eh nur Level 71. Dann reicht das sicher. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Raman. What, Sir? Huh? Me? Do you see another Raman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Selbst stellt das in Frage. Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from King Deshret's civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Gute Frage. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Yay. Oh, was geht? Was geht? Also doch Rätsel. Top. Warum sollte ich das drehen? Ui, was gibt's da denn? Rituelle Anleitung. Betrachte als Sterblicher den Tempel hinauf und höre auf den Heiligen Rat von König Deshret.
Was war das für ein Satz? Betrachte als Sterblicher den Tempel hinauf und höre auf den Heiligen Rat von König Deshret. Betrachte, also sieh den Tempel hinauf und... Gibt es hier was an der Decke? Durch die Löcher kann man ja wahrscheinlich nichts sehen. Tempel. Betrachte den Tempel hinauf. Ich sehe... Das Tor ist jetzt wahrscheinlich mit diesen Pyramiden zu öffnen. Das ist dir doch neu, okay? What? Und ich dachte, du wärst, weiß ich nicht mehr, wirklich Stunden voraus. Okay. Irgendein Dude, der irgendwas hält. Ein Dude, der kniet. Und... Das könnte vielleicht der König selber sein. Als Sterblicher hinaufschauen. Das heißt, ich hätte jetzt gesagt... vielleicht steht hier oben der König. Auf dieser Seite der eine Dude, der irgendwas hält. Ein Artefakt oder so. Und hier der Dude, der kniet. Leuchtet da jetzt irgendwas? Ja, die Formulierung ist wirklich ein bisschen seltsam. Das leuchtet. Also scheint es richtig zu sein. Das leuchtet auch. Hä? Ich habe den Dude doch gar nicht dahin gedreht. Oh, erzähl mir jetzt... Hä? Oder soll ich nur den Sterblichen nach vorne drehen? Hä? Okay. Ging darum, den Untertänigsten scheinbar nach vorne zu bringen. Etwas komplizierter gedacht als nötig. Oh, liegt da vorne was? Nee, nur Kerzen. Okay. Und ich hätte gedacht, es geht durch die Wand weiter. Aufzug starten. Will ich noch nicht. Vorher. Da geht es scheinbar wirklich nicht weiter. Ja, Lulu, wenn das für dich neu ist, dann passt jetzt gut auf. Aber ansonsten gibt es das VOD dann später auch bei YouTube auf meinem Kanal. Kannst du dann jederzeit wieder abrufen. Was haben wir hier Schönes? Oho. Teamwork is dreamwork! Power that ended high shot! Nö. Jetzt habe ich niemanden mehr, der irgendwie auf Distanz schießt. Das gefällt mir ja gerade gar nicht. Scatter! Let's light it up! Jetzt aber.
Gut. Möhre, Rettich, Apfel. Klar. Lulu ist am Start und ich krieg den geilsten Look. That's gonna hurt in the morning. Everybody stand. Why do they never Germinate! Oh, was ist denn hier One los, with my ey? blade! Spirit blade! Attack! Not bad. Jetzt habe ich nichts zum Schießen? Nicht gut, nicht gut. Kann ich den da überhaupt erreichen? Das ist, Boah. Okay, merken, auf jeden Fall einen Charakter mitnehmen, der irgendwie auf Distanz angreifen kann. Ich weiß nämlich gerade null, wie ich diesen doofen Vogel jetzt erwischen soll. Mit Bennett eventuell. Get out of here! Take cover! Fourth, my blade! Eyes on me! Mal sehen, ob hier noch mehr rumliegt. Wir wollen ja nichts vergessen. Jetzt kann ich die Charaktere natürlich nicht wechseln. Weil es ein Dungeon ist, ne? Ja. Okay, muss irgendwie klappen. Das mit Bennett funktioniert ja wenigstens. Ich empfehle aber definitiv, wie schon gesagt, einen Bogenschützen, Katalysatornutzer oder irgendjemand, der schweben kann. Oh. Wait, what? Das ist gemein. Oh, okay, jetzt geht's auf. Das ist der Archontenauftrag, König Deshret und die drei Heiligen. Da bin ich in Kapitel 3, 4. Akt. Also quasi Hauptstory. One with my blade! Was bist du denn? Aufzug starten. Da bin ich hergekommen. Ja, dafür habe ich es mit den Karten noch nicht so hinbekommen, wie ich es eigentlich machen wollte. Dann lohnt es sich ja, richtig wieder gegeneinander zu spielen.
Dann hast du dein Deck sicherlich ja auch schon gepimpt, oder? Hallo? Fahren wir jetzt wohin? Hm? Ach, da. Hä? Ah. So. Stufe 6, nice. Will ich gerade vermuten, dass du mich in meiner Stufe wahrscheinlich überholt hast. Fourth, my blade. Sehr gut. Teamwork is dreamwork! Huh? To ashes! One with my blade. Das König Deshret. Mysteriöse Nachricht. Nachdem ich 6 Tage lang den Tempel infiltriert habe, verstehe ich endlich die Tricks der Priester. Der Aufzug fährt auf den Boden hinunter. Ich steige auf den Aufzug, bevor er wieder nach oben fährt, um die Kuppel zu erreichen. Unsinn wie verbotener Boden voraus, Sterbliche dürfen nicht passieren oder ähnliches haben sich die Priester nur ausgedacht, um uns zu täuschen. Ich lasse diese Methode hier in der Hoffnung, dass das Volk von König Deshret, das in Zukunft hierher reist, das Privileg genießen kann, seinen Heiligen zu sehen. Bevor er wieder nach oben fährt. Es soll... Ups. Oh, guck mal. Da ist ein Button. Haha. Ups. Hätte ich ihn oben rufen müssen. Aha, das war falsch. Ich dachte, er würde jetzt automatisch wieder hochfahren. So wurde mir das doch gerade quasi gesagt. Ich soll draufsteigen, bevor er wieder nach oben fährt. Wann weiß ich denn, dass er ganz unten ist? Aha, jetzt. Tor der Wiedergeburt heißt, ich darf kloppen. From whence you came. Everybody stand back! Ne. Oh, that's gonna hurt in the morning. Off we go. Yeah. Eyes on me. Get out of here. Teamwork is dream. Propagate. Ah, komm. Not bad. Lauf, lauf, lauf. Scatter. A touch of frost. Spirit blade.
Get out of here! So, 2 Knöpfe ausschalten. Ausschalten. Hä? What? Was war das? Aha, interessant. Jetzt ist die Frage, nach welcher Regel arbeiten wir hier. Ist irgendein Hinweis? Off we go! Ah. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal guten Hunger. Ah, das ist wieder der Dude. Die drehen sich automatisch. Ja, cool. Wird dann auch immer wieder Zeit, dass wir dann zusammen zocken. Wie lange bist du denn heute online? That's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. Oh, ein Portal. Portal ist immer was Tolles. Wenn ich schaffe... 23, ja okay. Im Schnitt bin ich fertig um 8:45 mit dem Stream. Vielleicht können wir uns dann wieder ein bisschen zusammentun und irgendwas kloppen, was da so rumläuft. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Danke, grüß schön zurück. Bis dann. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. Das sieht aus wie ein Grab. These are Und es war eben noch jemand dazu gestoßen. Herzlich willkommen. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. 20 Sprachen, Übertreiber. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it.
civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for Greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. Auf was? Das ist eine und dieselbe Person? Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Da ist ja einiges The schiefgegangen. priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and King Deshret were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... What? Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Yeah. Das heißt, Nahi da ist. Die höhere Herrin Rukkhadevata hat ihre helfenden Hände nach König Deshret und seinen Anhängern ausgestreckt. Aber es brauchte so viel Kraft, das verbotene Wissen auszulöschen. Am Ende hassten sich die Anhänger der zwei Götter und betrachteten sich als tödliche Feinde. Sie hätten nie gedacht, dass die beiden Seiten so eng miteinander verbunden You sind. might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time,
seeking revenge. Suddenly now my enemy is my savior? Rahman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me. My Aramites and I, what are we even fighting for? Rahman nimmt sich etwas Zeit, um seine Gedanken zu sammeln. Aber es ist kein Wunder für alle Gläubigen wäre. Hey, how you doing? Super schnelle Texte. Yay. I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. Interessanter Satz. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Rahman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. Das ist eine gute Sache. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Sino, we're leaving! Stop yelling. Loot, loot, loot. Sieht jetzt leider nicht nach einem Ort aus, an den man zurückkehren würde. Das ist schade. Ja gut. Dann verlasse ich die Sphäre. Alles klar, kurze Pinkelpause und Trinken muss ich auch wieder auffüllen. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Benny's Adventure Team, assemble! Okay, ist auch nichts, wie man sich hier wieder nach oben begeben könnte, außer klettern. Gut, dann wird teleportiert, meinetwegen. Oh, sehr gut, da war ich ja sogar schon mal in der Nähe. Kisten über Kisten. Die da drüben nehme ich schon mal mit. Oh, Fatui. Sie sind überall. Swift and merciful. Ach, der Wasserdude. I'm going in! To ashes! A touch of frost. From whence you came. One with my blade. You haven't won yet. Forth, my blade. Submit for judgment. Let's light it up. Was kommt davon, wenn man beim Schlagen zögert? Ach, jetzt kommen da noch. Da echt noch so ein Feuerdude. Everybody stand back. Oh, come on, was machst du denn da oben? Germinate. Eyes on me. Komm da runter, du dumme Sau. A touch of frost. Adventure time. From whence you came. Teamwork is dreamwork. Gotta get me going. Get out of here. I'm going in. Submit for judgment. To ashes. Let me amuse you. Just once. Ach ja. Ein Team, mit dem ich so jetzt nicht A klar reward on the komme. road. Dann wechsle ich das, glaube ich, auch wieder. Hier hatte ich eigentlich schon I can't wait länger. any longer.
Und dann nehme ich hier Barbara wieder rein. I'll take care of it. Dance. So, Kiste gelootet. Okay, was haben wir hier vorne denn? You're toast. One with my blade. Scatter! Nice and spicy. Ha. Gut. Okay, das ist ja mal eine Location nahe am Levelrand. Gibt es auch seltener bisher. Vor allem nur so ein kleiner Ort. Ja, Liyue Harbor ist ja eigentlich auch schon am Rande der Map. Rahman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you. That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Ist echt der Gott des Todes oder We were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Der deutsche Text ist ganz schön harmlos, ne? Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Kann ich Sie befragen? Be my guest. Böser Kopf. Guter Kopf. Ich mache jetzt einen guten Kopf. Die Weisen versuchen, einen neuen Gott zu erschaffen, nicht wahr? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? Uh-huh. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between.
The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Wenn sie wüssten, dass sie eigentlich da ist. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. Das ist mal ein Plot. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. Warum grinst der ja dabei denn so, wenn sie das hört? Adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Aber was die Weisen erschaffen, ist nicht die höhere Herrin Rukkhadevata, sondern Scaramouche. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Man könnte auch versuchen, diesem Kind irgendwas beizubringen, oder? Wenn es die Wiedergeburt von Rukkhadevata ist. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Vielleicht weil ihre Energie die ganze Zeit angezapft wurde. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Selbst jetzt weigern sie sich noch, die niedere Herrin Kusanali anzuerkennen. Ich hätte nicht gedacht, dass man auch als Gottheit so eine Grausamkeit erfahren kann. Alright, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Weil man nicht so ist, wie andere Leute es erwarten, wird man ausgestoßen oder nicht anerkannt. Krass. Rahman,
Give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these 2 scholars, they're coming too. Sure, as you wish. Schon interessante und eigentlich tiefgründige Themen, die hier in dem Spiel vorkommen. Und ich hätte es nicht erwartet. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich auf so einen Bereich treffe, aber anfangs hätte ich es auf jeden Fall nie und nimmer erwartet. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. So etwas zu erleben macht natürlich traurig. Die niedere Herrin Kusanali, die allen so viel gegeben und alles geopfert hat, ist für die Akademie nur eine nutzlose Figur, die ins Heiligtum von Sorastana verbannt wurde. Und die Leute, die sie beschützte, hätten niemals gedacht, dass es so eine kleine, kindartige Göttin auf der Welt gibt. Hey! Say something! Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Ja, ist heftig. Also die Charaktere stellen sich die grundlegendsten Fragen, wovor sie Angst haben und warum sie eigentlich das gerade machen, was sie machen, warum sie auf der Welt sind. Und Themen, mit denen ich mich erst beschäftige, seitdem ich halt krank geworden bin. Und andere Themen aber auch, mit denen ich mich schon länger beschäftige, weil sie mich eben einfach begleiten. Hätte ich erst nie und nimmer gedacht. Ich dachte, es wäre irgendein kindliches Anime-Spiel, ein bisschen Monster kloppen, Loot sammeln, fertig, aus, Ende. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? Ich möchte zuerst mit euch teilen, was ich weiß. So you were still withholding some information? Ich weiß jetzt, dass wir alle vertrauenswürdige Kameraden sind. Während alle in Ruhe nachdenken, haben Kenneth und Paimon ein paar Snacks und Tee gefunden. Der hier scheint nicht zu sehr durch das drückende Thema belastet zu sein und sieht recht entspannt aus. Cyno schaut ernst, als hätte er eine Entscheidung getroffen. Seine Suche nach Rechtschaffenheit, der Glaube, der ihn an den ganzen Weg, und das war zu schnell, und Al-Haytham zeigt auch die Bereitschaft, zuhören zu wollen. Und dann werden all die Geschichten erzählt, über die Erlebnisse in Sumeru, die Erfahrungen, die aufdeckenden Geheimnisse, alles wird ausführlich offengelegt. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. Das sind also unsere Erfahrungen in Sumeru. What a whirlwind of a story. Felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue.
Hätte ich auch von diesem Spiel nicht gedacht, ja. Hätte ich auch von diesem Spiel gedacht, ja. Ist wirklich der simpelste Eindruck, aber ja, ne? Bücher und Einbände und so. Man sollte wohl erstmal reingucken und sich dann wirklich eine Meinung bilden zu können und sich vielleicht nicht frühzeitig von gewissen Dingen abschrecken lassen. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Egal, wie schwer es noch wird. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. Superior to mine. Yes, Kapitel abgeschlossen. Aha, hole ich erstmal eben meine Belohnungen dafür ab. Akasha pulsiert, die Kalperflamme lodert. Oh, okay. Ich war gar nicht allzu weit von der Mission entfernt, die ich hätte machen müssen, um an dem großen Karten-Event teilzunehmen. Aber das ist jetzt ja auch schon seit einigen Tagen vorbei. Hätte ich mich mal ein bisschen ranhalten müssen. Schade. Aber dann komme ich ja mal näher an die aktuelleren Stories ran und dann verpasse ich vielleicht bald keine Events mehr. Was gibt's denn noch? Irgendwas Neues habe ich noch erhalten. Achso, das ist der Bauplan. Ach, das war es auch schon. Okay. So, machen wir weiter. Verlasse das Haus des Dorfvorstehers. Durch die Dunkelheit vor dem Morgengrauen. Warte bis zum nächsten Tag. Hier ist irgendwo ein Weltauftrag. Könnte ich ja schon mal annehmen. Now I got stomach cramps. Mal sehen, was Atia zu sagen hat. Tritt der Goldbrigade bei und beginne ein tolles Leben. Hallo, du dort. Möchtest du mehr über die Goldbrigade erfahren? Erinnert mich gerade so ein bisschen an Starship Troopers. Wollen Sie mehr erfahren? Hör mir zu. Die Goldbrigade ist eine wundervolle Organisation, die Freiheit, Solidarität und Freundschaft bietet. Außerdem kannst du dir Geld von diesen Kerlen, die auf dem Baum wohnen, verdienen. Die Gelehrten der Akademie sind steinreich und zahlen immer pünktlich. Ich bin bereits in der Abenteuergilde. Die Abenteuergilde, das macht doch nichts. Dieser Tage hat doch jeder einen Nebenverdienst. Außerdem ist der Unterschied zwischen Abenteuern und Söldnern jetzt ja auch nicht so groß. Ich finde, er ist schon ganz schön groß. Aber unsere Verpflegung ist wirklich gut und alle paar Tage gibt es sogar Fisch und Fleisch. Und wenn du Glück hast, dann kannst du vielleicht sogar mit Feuermähne der ja ein paar Worte wechseln. Ich trinke etwas Wasser. Puh, Entschuldigung. Ich habe mich vor Aufregung verhaspelt. Es kommt nur selten vor, dass Leute mir zuhören, wenn ich für die Goldbrigade werbe. Das hat mich etwas in Aufregung versetzt. Aber ziehst du es wirklich nicht in Betracht, der Goldbrigade beizutreten? Die Abenteuergilde nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Na gut.
Wenn du das sagst, bist du dauernd hier, um Leute anzuwerben? Ja, das ist meine Arbeit. Dieser Tage fehlt es überall an Leuten und das gilt umso mehr für Söldner wie uns. Unter uns gesagt, wir haben zwar viele Leute in der Goldbrigade, aber die Arbeit ist sehr gefährlich. Eine Handelskarawane zu eskortieren, das ist eine feine Arbeit. Das Schlimmste, was da passieren kann, das ist, dass man am Ende erschöpft ist. Aber wenn man einen Auftrag bekommt, der mit den Gelehrten in Verbindung steht, dann droht auf der gesamten Reise eine Gefahr nach der anderen. Wenn du lebend zurückkehrst und dabei keinen Arm und kein Bein verloren hast, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Wer von einem solchen Auftrag lebend zurückkehrt, der braucht erst einmal eine Pause für mindestens 1 oder 2 Wochen. In der Zeit muss seine Arbeit von niemandem anderes übernommen werden. Sumeru ist groß und die Gelehrten sind so zahlreich, dass wir jeden Tag neue Aufträge bekommen. Wir arbeiten schon fast rund um die Uhr. Wenn wir auch weiterhin keine neuen Leute anwerben können, dann sieht es schlecht für uns aus. Na, hast du denn schon jemanden angeworben? Du meinst in diesem Dorf? Haha, keinen einzigen. Also, man kann nicht wirklich sagen, dass ich niemanden anwerben könnte, sondern es eher so ist, dass die Leute, die ich anwerben will, sich nicht anwerben lassen wollen. Und die Leute, die sich anwerben lassen wollen, die will ich nicht anwerben. Wenn du mir nicht glaubst, dann folge mir ein wenig auf meiner Runde. Vielleicht willst du uns ja am Ende doch noch beitreten. Ach, das war doch nur ein Scherz. Du hast gesagt, dass du nicht beitreten willst und ich will dich auch nicht bedrängen. Ich suche einfach nur jemanden, der mich kurz begleitet. Kein Problem, ich begleite dich gerne. Hehe, danke dir. Sehen wir mal, also gehen wir zuerst zu Sanja. Sie sollte tagsüber Zeit haben. Abends ist sie bei Jabari, um mit ihm über die wichtigen Dinge im Leben zu diskutieren. Aha. Was sollte ich nehmen? Sania, guten Tag. Was suchst du dir gerade aus? Atja, ich habe es dir bereits gesagt. Jabari hat kein Interesse an der Goldbrigade. Und ich selbst will auch nicht. Dass er zu einem Söldner wird. Du kannst es dir also aus dem Kopf schlagen, dass ich dir helfe, ihn zu überreden. Ach, Jabari ist so ein guter Koch. Wenn er sich der Goldbrigade anschließen würde, wäre ihm eine gute Position sicher. Und eure Familie würde auch mehr Geld zur Verfügung haben. Hat er außerdem nicht gesagt, dass er außerhalb des Dorfs nach Arbeit suchen wolle? Wenn das wirklich so ist, dann wäre es natürlich am besten, wenn ein Bekannter wie ich ihm einen Job vermitteln und dafür eine Empfehlung aussprechen würde. Na, dann frag ihn doch selbst. Manchmal sagt er solche Dinge, nur um es dann einige Tage später wieder zu bereuen. Letztendlich könnte er es nicht ertragen, dass ich ganz allein hier im Dorf bleibe. Und ich könnte es ebenfalls nicht ertragen, wenn er allein von hier zum Arbeiten fortginge. Ganz zu schweigen davon, dass er als Söldner jeden Tag sein Leben aufs Spiel setzen würde. Also vergiss es einfach. Selbst wenn Jabari gehen wollen würde, würde ich ihn zurückhalten. Gut, damit wäre alles gesagt. Ich habe hier Einkäufe zu erledigen. Versuche es bei jemand anderes. Also gut. Reisender, hast du es mitgekriegt? So sieht meine Arbeit jeden Tag aus. Als nächstes sollten wir zu Fodil gehen. Er war früher in der Goldbrigade, ist dann aber ausgetreten. Wenn ich ihn zur Rückkehr überreden könnte, wäre das wirklich großartig.
Atia, du schon wieder. Hehe. Trotz aller Rückschläge niemals aufzugeben, zählt zu den guten Eigenschaften der Goldbrigaden. Na, dann solltest du auch wissen, dass das Festhalten an Prinzipien eine meiner guten Eigenschaften ist. Bruder Fodil, ich bin bereits aus der Goldbrigade ausgetreten. Du musst mich nicht mehr so anreden. Also gut. Herr Fodil, ziehst du es wirklich nicht in Betracht, wieder zurückzukehren? Auch wenn einige von uns ein wenig ungestüm sind, halten sich sehr viele von ihnen an die Gesetze. Atia, ich habe es dir bereits gesagt, ich werde nicht zurückkehren. Die Dinge, von denen du redest, habe ich bereits mit meinen eigenen Augen gesehen. Vielleicht sind ja nicht alle Mitglieder der Goldbrigade gesetzlos und vielleicht findet auch nicht jedes Mitglied der Goldbrigade Gefallen daran, aus dem Unglück anderer Profit zu schlagen. Aber Atia, garstige Akten verbreiten sich. Sobald eine Person gegen die Regeln verstößt, wirkt sich das auf ihre Umgebung aus. Garstige Akten? Was sind garstige Akten? Garstige Akten verbreiten sich, okay. Eine Person beeinflusst eine Gruppe und diese Gruppe beeinflusst wiederum noch mehr Menschen dank ihrer Handlungen. Atia, darüber solltest du doch mehr im Klaren sein als ich. Und eine solche Atmosphäre stellt eine Einladung zu Untaten dar, Atia. Du willst mich zur Rückkehr überreden und ich will dich zum Austritt bewegen. Vielleicht bist du ja der Ansicht, dass man die Goldbrigade zwar nicht als rechtschaffend bezeichnen könnte, dass das aber gleichzeitig nicht bedeuten würde, dass sie böse ist. Doch Menschen können nicht für immer in einem Graubereich leben. Dies ist nichts weiter als mein aufrichtiger Rat für dich. Die Entscheidung musst du selbst treffen. Ich verstehe, Fodil. Gut. Wenn du wirklich austrittst, werde ich dir bei der Suche nach einem neuen Broterwerb helfen. Alles in Ordnung? Haha, ich kann Fodil wirklich nicht überzeugen. Als nächstes, wir sollten uns erst ein wenig ausruhen. Von der ganzen Reederei tut mir schon die Kehle weh. Onkel Atia, rekrutierst du immer noch Leute für die Goldbrigade? Aiten, was machst du denn schon wieder hier? Weiß deine Mutter davon? Na klar, Mama ist bei der Arbeit, deswegen bin ich allein gekommen, um Karima zum Spielen zu holen. Hallo, Onkel Atia. Onkel Atia, hast du dir die Sache überlegt, über die wir letztens gesprochen haben? Ich trainiere die ganze Zeit und habe auch viel mit Karima geübt. Schon bald kann sie mich nicht mehr einholen. Das glaubst du doch selbst. Ich hatte an dem Tag nur ein bisschen Hunger. Das ist schon alles. Jedenfalls habe ich schon lange den Trainingsplan befolgt, den du für mich aufgestellt hast. Onkel Atia, teste mich heute noch einmal, um zu sehen, ob ich gut genug bin, der Goldbrigade beizutreten. Sind das die von dir erwähnten Leute, die sich anwerben lassen wollen? Na schön. Aiten, im Namen der Goldbrigade stelle ich dir heute eine neue Prüfung. Toll! Karima, mach doch auch mit. Dann können wir uns gegenseitig anfeuern. Aber ich will der Goldbrigade doch gar nicht beitreten. Ich will im Dorf bleiben und hier alle beschützen. Aber es könnte sicher nicht schaden, Onkel Atia zu bitten, mich zu testen. Ich habe ja Candice darum gebeten, mir einige Trainingsmethoden beizubringen. Wann hast du... Haha, ihr zwei strotzt nur so vor Energie. Das gefällt mir. Aiten, jetzt sei doch nicht gleich so eingeschnappt.
Bei der nächsten Gelegenheit werde ich dich zu Dea mitnehmen, sodass sie dir einige neue Trainingsmethoden beibringt. Wie wäre das? Echt? Auf die Worte eines Mitglieds der Goldbrigade kannst du dich immer verlassen. Aber bevor wir heute mit der Prüfung beginnen, sollten wir zunächst diesen Reisenden die richtige Bewegung demonstrieren lassen. Was habe ich denn damit zu tun? Zuvor hatte ich keine Gelegenheit, die Bewegungen zu demonstrieren. Ich kann ja nicht einfach loslaufen, um die Bewegung zu demonstrieren und die beiden Kinder dann hier alleine zurücklassen. Das wäre zu gefährlich. Daher möchte ich dieses Mal dich darum bitten, Reisender. Dieser Reisende ist ein fähiger Abenteurer. Ich habe ihn extra eingeladen, um euch eine Demonstration zu machen. Aiten, Karima, schaut bitte genau hin. Ja. Ist er einer dieser Abenteurer aus der Abenteuergilde? Egal, ob du ein Söldner oder eine Wache bist, bei deinen Missionen wird es häufiger zu Situationen kommen, in denen du dich zunächst zurückziehen solltest. Zu solchen Zeiten müssen wir so schnell davonlaufen, wie wir können. Reisender, dann bitte ich dich, üben wir zuerst den prompten Rückzug. Der Startpunkt ist gleich hier. Bitte beginne mit der Demonstration. Oh, das war wirklich richtig schnell. Sehr gut. Das Tempo war gut und die Laufbewegungen waren sehr stabil. Aiten, Karima, das solltet ihr euch gut merken. In gefährlichen Situationen ist es nicht ratsam, den Helden zu spielen. Wenn die Zeit für einen Rückzug gekommen ist, dann muss dieser auch entschlossen durchgeführt werden. Das gilt insbesondere für dich, Aiten. Hab's verstanden. Nicht schlecht. Auf der nächsten Etappe geht es aus dem Dorf und beobachtet einen Kampf mit eigenen Augen. Super! Papa hat mir erst vor kurzem ein Holzschwert geschnitzt. Ich habe es mitgenommen. Und du, Karima? Ich habe einen kleinen Bogen, aber Mama hat mir dafür nur Pfeile ohne Pfeilspitzen gegeben. Haha, kein Problem. Ihr habt sowohl ein Schwert als auch einen Bogen und dazu noch jede Menge Mut. Das reicht aus, um auf ein Abenteuer zu gehen. Aber denkt daran, wenn wir aus dem Dorf sind, dann dürft ihr nicht wild herumlaufen und müsst immer nahe bei mir und dem Abenteurer bleiben. Willst du wirklich die beiden aus dem Dorf bringen? Keine Sorge, ich war schon vorher an jenem Ort. Dort gibt es nur ein paar kränkliche Skorpione, die so gut wie harmlos sind. Das wird kein Problem sein. Außerdem sind wir ja zwei auch dabei. Du gehst also einfach so davon aus, dass ich mitkomme? Wo du mir schon bis hierhin geholfen hast, kannst du die Sache auch zu Ende bringen, Reisender. Keine Sorge, ich werde dich den Regeln der Abenteuergilde entsprechend entlohnen. Also, wenn ihr zwei bereit seid, dann können wir aufbrechen. Jawohl! Oh, ich bin etwas nervös. Nachdem ich neulich so super kurze Weltaufträge hatte, habe ich ganz verdrängt, dass Weltaufträge ja doch auch ein bisschen länger sein können. Oh, die dürfen wir jetzt wohl erledigen. Out of the frying pan, into the fire.
Okay. Oh, diese Skorpione sind sehr, sehr groß. Ich traue mich gar nicht erst in ihre Nähe. Ich habe sie doch klar mit den Pfeilen getroffen. Warum zeigen sie keinerlei Reaktion? Aber wie konntest du nur so reibungslos mit ihnen fertig werden? Übung macht den Meister. Candice hat gesagt, dass ich schon große Fortschritte gemacht hätte. Karima, sei nicht traurig, wenn du nur jeden Tag ein kleines bisschen Fortschritt machst. Dann wirst du eines Tages über große Stärke verfügen. Und das gilt auch für dich, Item. Du musst einfach nur weiter üben. Dann ist dein Beitritt zur Goldbrigade nur noch eine Frage der Zeit. Wenn ich dir ja direkt darum bitten könnte, mir die Kampfkunst beizubringen. Wenn ich Candice das nächste Mal sehe, dann werde ich sie bestimmt wieder darum bitten, mich zu trainieren. Diese Kinder, sie sind wirklich voller Tatkraft. Aber am Ende hast du immer noch niemanden rekrutiert. Ich will lieber nicht davon reden. Wir können auch ein andermal über meine Arbeit sprechen. Außerdem ist es auch nicht so, dass meine Anwerbungsversuche keine Früchte getragen hätten. Nachdem sie meine Rede gehört hatten, haben viele junge Leute aus dem Dorf beschlossen, sich die Welt außerhalb des Dorfs anzusehen, auch wenn sie nicht besonders daran interessiert waren, der Goldbrigade beizutreten. Aber darüber können wir auch ein andermal sprechen. Ich muss jetzt die beiden Kinder wieder ins Dorf zurückbringen. Wo sie nun schon so lange fort sind, werden sich ihre Familien sicher Sorgen machen. Hier, eine kleine Belohnung für dich. Danke, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast, Reisender. Ich werde schon bald zur Brigade zurückkehren müssen, um Bericht zu erstatten. Wie soll ich das nur erklären? Ach ja, Onkel Atia, du hast uns ja noch gar nicht deine Prüfung unterzogen. Stimmt. Lasst uns zunächst zurückkehren. Im Dorf werde ich euch prüfen. Ja, wenigstens noch einen kleinen Bonus mitgenommen. Und dann springe ich jetzt schon mal in den nächsten Tag und in den 5. Akt dieser Aufgabe. Nächster Tag, nächster Tag. Und dann dürfen wir jetzt mit Candice sprechen. Candace, we're here! Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. Was ist denn? Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Ich werde mein Bestes geben. Okay. Akasha pulsiert, die Kalpa-Flamme lodert. Der 5. Akt. Ab in die Hütte, die da oben ist. Als wäre ich hier nicht schon ein paar Mal gewesen.
Everyone's here so early! But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Ja. Very well. Als nächstes arbeitet die Gruppe Are you sure ein. this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Wir werden am nächsten Nagarba-Tag zur Tat schreiten. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Danke, Candice. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. I'll be here in the village praying for you. Triff dich mit Al-Haytham. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hate them! Have you finished saying your goodbyes? Yeah! Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. Ich bin mir darüber im Klaren. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do, after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines.
Stimmt auch wieder. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Schön, dass du dabei warst. Danke dir fürs Zuhören. Mach dir noch einen schönen Abend. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the König Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. Ja, ich erinnere mich. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? Das kann ich nicht ausschließen. But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. Aber Irminsul's Disease ist wahrscheinlich eine Folge von dem, was da mit diesem verbotenen Wissen passiert. At least, that's what Tainari told us. So würde ich das sagen. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge. Wir müssen sofort Nahida davon erzählen. Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Sie hat gesagt, dass der Schlüssel zur Rettung von Irminsul in den Überresten des Bewusstseins der höheren Herren Weiter zu finden wäre. You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. Richtig. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Eremite base. Alles klar, das war eigentlich schon mal ein interessanter Einstieg, was wir jetzt genau vorhaben, was Grundlage dazu ist. Und dann bin ich mal gespannt, was Earl Hatham sich von der Goldbrigade verspricht. Beziehungsweise was er da herausfinden möchte. Und somit verabschiede ich mich für heute. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ein paar Leute zugeschaut bzw. zugehört haben. Alle, die das VOD gucken, schaut auch gerne mal rein. Jeden Dienstag und Mittwochabend 19:15 bis ca. 21:15 oder auch länger streame ich Genshin Impact Let's Play.
und an anderen Tagen dann noch The Witcher und Destiny 2. Schaut dazu gerne in meinen Streamplan. Den poste ich zwischendurch als Beitrag hier bei YouTube. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Den Link findet ihr bei mir im Kanal. Macht soweit gut. Liked, wie ich zocke, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.